Peru, unser 6. Land auf dieser Reise. Ein Land voller Gegensätze. Ein Land, das uns an unsere Grenzen bringt und uns mit unfassbarer Schönheit überrascht. Wir erkunden endlose Wüste entlang der wilden Pazifikküste mit farbenreichen Lagunen. Ein Bild wie von einem anderen Planeten. Faszinierende und tausende Jahre alte Geschichte, Traditionen und Kulturen ziehen sich durch die abwechslungsreiche Vegetation in Peru. Von der Wüste bis in die höchsten Höhen der Anden. Ein Gebirge mit einer ganz eigenen Atmosphäre. Man fühlt sich winzig im Vergleich zu der unfassbaren Weite, den majestätischen Gletschern und magischen Lagunen. Auf unserem Weg werden wir immer wieder von Alpaka- und Lama-Herden begleitet und begegnen letztendlich dem König der Lüfte, dem Andenkondor. Das Land hat auch leider seine Schattenseiten. Müll sammelt sich in Bergen entlang der Straßen oder außerhalb von Dörfern und Städten, der unaufhaltsam von Wind in die Natur getragen wird. Regionen, die förmlich von Touristenmassen überschwemmt werden. Themen, die uns nachhaltig noch beschäftigen werden. Nach 2 Monaten in einem der abwechslungsreichsten Länder auf unserer Reise machen wir uns nun langsam auf den Weg ins nächste Abenteuer. Wir genießen die letzte Fahrt in Peru über die Hochebene von Puno Richtung Titicacasee, entlang atemberaubender Wege und machen uns auf in unser 7. Land. Willkommen in Bolivien. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Es ist ein richtig schöner Morgen hier in der Nähe von Coroico. Ich habe mich gerade so auf den Namen des Ortes fokussiert, dass ich die anderen Wörter komplett durcheinander gebracht habe. Wir sind hier ein paar Tage auf dem Campingplatz gewesen, beziehungsweise eher so ein kleines Fußballfeld, also irgendwie eher ein großer Garten und wir stehen mitten auf dem Fußballfeld, aber haben eine richtig schöne Aussicht runter ins Tal, die Vögel zwitschern und wir genießen gerade richtig doll die Wärme, die wir hier haben. Es sind so ungefähr auf 1700 Meter, also wesentlich tiefer als die letzten Wochen und ja, haben jetzt hier 2-3 Tage entspannt, packen gerade zusammen und dann gucken wir uns hier 1-2 Wasserfälle an, die hier in der Nähe sein sollen.
Und wenn es warm genug ist, geht es natürlich auch ins Wasser. Weiter, weiter, gerade. Weiter, weiter, weiter. War jetzt nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten von den Wasserfällen. Das ist natürlich schön, aber wir dachten, wir können drin baden. Der eine Pool oben ist aber leer und in den anderen werden gerade die Felsen reingeschmissen und abgeklopft. Ein bisschen gefährlich da drin zu baden. Wir sind jetzt wieder umgedreht und fahren gerade Richtung La Paz und die Straße hier hoch, die ist einfach nur der absolute Horror. Sie ist eigentlich geteert, aber es hat einfach so krasse Schlaglöcher und manchmal ist auch einfach die Straße aufgebrochen und es ist richtig anstrengend, die jetzt gerade zu fahren. Wir haben jetzt oben uns einen Spot ausgesucht. Was heißt oben? Ein bisschen weiter oben. Am Anfang der sogenannten Death Road, wo wir die Nacht heute stehen wollen, und weiter wollen wir heute auch gar nicht fahren. Es ist so anstrengend einfach. Alter Schwede, ey.
Wie lange sind wir jetzt schon hier? 2,5 Jahre. Fast 3 Jahre auf solchen Straßen. Na gut, ganz so lange nicht. Hauptsächlich jetzt 5 Monate. Ja. Ist schon nervig. Da darf man auch mal genervt sein von den Straßen. Und dass es so rumpelt und man nicht allem ausweichen kann. Und dann darf man auch mal 2 Tage sich hinsetzen und nicht fahren. Wir sind mittlerweile übrigens in Bolivien. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Wir haben zwar den Ort schon genannt, wo wir waren und dass wir jetzt zum Beginn der Death Road sind. Und ja, bekannten Overländern oder Overländern wird die Straße vielleicht was sagen. Und auch, dass sie in Bolivien ist, aber ich dachte, ich erwähne es nochmal. Auf jeden Fall ist hier so eine richtig schöne Ausbuchtung entlang dieser Straße. Und ja, hier verbringen wir jetzt nochmal eine Nacht. Haben wir noch ein bisschen Feuerholz, vielleicht machen wir heute Abend ein kleines Feuer. Aber jetzt erholen wir uns erstmal vom Brummschädel von der Holperpiste. Noch ein Bier kalt? 2. Wenn der Tag so am Lagerfeuer endet, hat sich jede Fahrt gelohnt. Alle Strapazen vergessen. Kein Lagerfeuer ohne meine Miss Kanada-Jacke. Es war heiß. Was machst du da? Die letzten Sonnenstrahlen genießen. Nach ein paar wärmenden Tagen im Tiefland von Bolivien geht es zurück Richtung La Paz, einer der höchsten Großstädte der Welt. Der höchste Punkt ist auf 4200 Meter über dem Meeresspiegel. Guten Morgen. Wir sind gestern relativ spät
in El Alto angekommen, wo der Supermarkt war, wo wir auf jeden Fall hin wollten. Der Verkehr war maximales Chaos und wir haben es dann aber noch zu dem Supermarkt geschafft. Wir wollten einen spezifischen anfahren, weil das einer der wenigen Supermärkte ist, wo wir gehört haben, dass man mal wieder so an so Tomatensoße und lauter so verpackte Lebensmittel aufstocken kann. Das ist hier, seit wir jetzt in Bolivien sind, relativ schwer, weil es doch eher immer nur so kleine Kiosks gibt, wo es dann mal zwischendurch vielleicht Reis gibt oder ja, halt keine große Vielfalt. Reis und Eier meistens gibt es und ganz viel Zuckerwasser, also von Cola bis, keine Ahnung, irgendwelchen Limos gibt es hier an jedem Kiosk mindestens 1,5 bis 2 Liter Flaschen. Also das findet man hier zu Genüge. Aber ja, damit einfach mal wieder unsere Vorratsbox mit Nudeln und Tomatensauce und ja, so Bohnen und mit allem, was wir immer so notfallmäßig kochen können, aufgefüllt werden kann, sind wir jetzt mal den spezifischen Supermarkt angefahren. Das hat auch geklappt. Der war auch ganz gut bestückt. War nicht der günstigste, aber jetzt ist auf jeden Fall der Van mal wieder mit den Grundversorgungsmitteln gefüllt. Wir haben nicht ganz so gut geschlafen, weil El Alto über 4000 Meter liegt. Und nach den 1-2 Tagen jetzt ein bisschen im Tiefland ist uns das doch ein bisschen schwerer gefallen. Kaffee hilft Abhilfe. Nee, Kaffee schafft Abhilfe. Oder wie sagt man das nochmal? Mhm. Ja, machen jetzt einen langsamen Morgen und dann, glaube ich, geht es doch nochmal Richtung Innenstadt, weil das Gute an La Paz ist ja, oder an El Alto und La Paz, dass sie mit Gondeln verknüpft sind. Sprich, man muss einfach nur in eine Gondel steigen und kann eigentlich eine Stadtrundfahrt in der Gondel machen. Wir haben uns aufgerafft, auch wenn uns heute eigentlich eher nach ganzen Tag im Bett verbringen ist. Aber wir wollen ja ein bisschen was sehen, also geht's jetzt in die Stadt. Ich glaube, die Tickets sind tatsächlich teurer, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, perfetto, gracias. Muss man sich denn beeilen? Wieso muss man sich denn beeilen? Ich war noch die ganze Zeit. Die links abnehmen? Oh, perfekt. Jetzt ist mal Gondel fahren, hä? Auch aufregend. Achtung, jetzt vorbei. Ticketing. Erstes Mal Gondel fahren für Peps.
Das ist mal Gondelfahren für uns in Südamerika. Ja, ist richtig cool. Ja? Deutlich besser als durch den Stadtverkehr mit dem Auto. Deutlich entspannter. Wirklich deutlich entspannter. Kann ich den ganzen Tag machen. Und auch hier ist wie in Medellin, spart man Steuer, wenn die Häuser noch nicht fertig gebaut sind. Weshalb die Häuser hier alle noch im Rohbau sind, also noch nicht verputzt. Clevere Steuersparer. Wir haben es geschafft, wir sind in La Paz angekommen. War eine ganz schön lange Fahrt. War eine ganz schön lange Fahrt. Wir mussten insgesamt 4 Linien nehmen. Das Netz insgesamt ist über 30 Kilometer lang. Wir müssen nachher mal zusammenzählen, wie viele Kilometer wir davon gefahren sind. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal ein bisschen, vertreten uns die Beine. Und jetzt stürzen wir uns ins Getümmel. Jetzt wird nicht mehr drüber geflogen, jetzt müssen wir da mitten rein. Ja. Wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, sind wir im etwas besser verdienenden Viertel von La Paz hier unterwegs. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, den Kontrast zu sehen von wo wir losgefahren sind und zu dem, wo wir jetzt hier rausgekommen sind. Aber das Frühstück nicht die Pizza, aber gibt beides hier. Nee, Pizza, das gibt's woanders. Bis 2. Noch 5 Minuten. Soll ich fragen? Mhm. Ja, jedes Mal verschnüren. Wobei ich gerne dein Smoothie schlürfendes Gesicht gerade mal festhalten. Also bisher sind wir nur 40 Minuten Gondel gefahren, um lecker zu frühstücken und das um 2. Aber das war's wert. Genau, Stadtbesuch nach unserem Gusto. Ja,
Yeah. Yeah, and those witch doctors are really O sea, pero no es una verdura, ¿no ves? No, no, no. Parece, ¿verdad? Una empanada fried accompanied with those peanuts. That's probably the same as this. And the vegetarian, we have some vegetables, strict vegetables, like a croquette with the high power sauce, egg, cheese, yellow chili pepper, beetroot, and garlic version. Okay? Enjoy. Wir sind zurück im Van. Nochmal eine Stunde Gondel fahren. Wir haben uns ganz schön in den Schlaf gegondelt und sind jetzt ultra müde einfach. Und es ist erst 6 Uhr. Ja. Aber ich glaube, das wird heute, wie nennt man das? Ein früher Abend oder so. Die Höhe macht uns doch wieder mehr zu schaffen. Das ist krass, als wir dachten. Und Stadt. Ich glaube, die Und Kombination. Stadt. Kombination, ja, das stimmt. Du bist auch K.O. vom Gondelfahren. Hast du fein gemacht. Jetzt wollen wir euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben ja letzte Woche im Video ein Geheimnis versprochen, oder besser gesagt, dass wir ein Geheimnis lüften. Und Ich bin total gespannt, obwohl ich es weiß. ja, Trotzdem bin ich aufgeregt. wir sind aufgeregt und nervös und sind sehr gespannt, wie ihr das findet. Aber Es ist Ja. wahrscheinlich das größte Projekt, an dem wir jemals gearbeitet haben, an dem wir mitgearbeitet haben oder mitwirken durften und sind, dass wir je ausgebrütet haben. was wir je ausgebrütet haben und auch das am längsten gehütetste Geheimnis von uns. Ja, und wir sind wirklich nicht gut da drin. Aber Ich glaube, hier auf YouTube haben wir das gar nicht so oft thematisiert, aber im Podcast haben wir immer mal wieder gesagt, dass wir an etwas arbeiten, worüber wir nicht sprechen dürfen. Und das ist jetzt schon über 2 Monate her, dass wir damit angefangen haben. ja, Und jetzt dürfen wir darüber, offiziell darüber sprechen. genau. Und den aufmerksamen Zuschauern ist aufgefallen, dass wir jetzt in Peru am Ende sehr, sehr viel ausgelassen haben. Obwohl wir uns doch mehr angeguckt haben, als wir jetzt in den YouTube-Videos vielleicht gezeigt haben. Und das liegt daran, Zum Beispiel die Death Road. das ist Bolivien und nicht Peru, aber ja, zum Beispiel die Death Road. Siehst du, wie nervös ich bin? Aber ja, also in Bolivien haben wir auch einiges ausgelassen jetzt in der ersten Woche, was wir nicht thematisch im YouTube-Video gefilmt haben. Und das liegt daran, dass wir in der Zeit von einem Filmteam begleitet wurden. What? Genau, wir wurden die letzten 2,5, 3 Monate von einem Filmteam von Terra X begleitet. Und ja, ihr müsst auch gar nicht mehr so lange warten, denn das Release-Datum steht schon fest und die Folge kommt am 18.8. ins Fernsehen. Und wir sind sehr gespannt. Wir werden es davor auch noch nicht sehen. Ja, wir wissen nur, was wir gemacht haben. Wir wissen, wo wir begleitet wurden. Das war halt in einer Zeit, wo wir sehr, sehr viel geplant hatten, sehr viel erlebt und gemacht haben und freuen uns umso mehr, dass das professionell jetzt auf Film festgehalten wurde und wir sind total gespannt, aufgeregt und ja, es gab sehr viel, was wir erlebt haben. Ja. Und Wer am 18.08. noch nichts vorhat, 19.30 Uhr, ZDF. markiert es euch im Kalender. Ja. Ihr schaltet nicht ein. Und deshalb ist das Emoji dieser Woche auch ein Fernseher. Genau. Ziemlich oldschool. Und ihr solltet unbedingt den Kanal abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn wir vielleicht hier und da nochmal was dazu erzählen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ja, Sofern wir sie beantworten dürfen und können, machen wir das natürlich gerne. Wir können natürlich nicht ganz verraten, was da alles in der Dokumentation gezeigt wird und was wir gemacht haben. Dafür müsst ihr dann einschalten. Und wann?
Am 18.8. Genau. Richtig. Like das Video, das würde uns sehr helfen und unserem Kanal. Und ja, Support Herz auch noch in die Kommentare. wir sehen uns nächste Woche. Danke. Ende.